money back. DJ, let's go ball. We're gonna live. Bad luck, I guess. The new beginning. Trust. Trust. Wir haben GTA San Andreas aus dem Jahr 2004. So, Chat, lasst es wirken, ja? Warum sind meine Hände so gelb eigentlich? Bin ich Homer Simpson oder was? So sieht das Spiel aus, Chat. Nein, nicht wegen dem Burger. Ich habe zu viel Hornhaut. Schau mal. Ich habe Hornhaut vom Fitness und Hornhaut, ihr wisst schon, von Cousin-Zeit noch. So. Guckt euch das an. Das ist das Spiel. Wir drehen das Ganze von Cousin. Jetzt hört doch auf jetzt. Da, schau mal, das ist auch geil. Was steht da? Vor 5 Jahren hat Carl Johnson es geschafft, dem Problem von Los Santos zu entkommen. Einer Stadt im Staat San Andreas. Seht ihr, Bundesstaat? Also der war Liberty City damals, ist dann nach San Andreas gekommen. Ihr wisst ja, wie die Geschichte ist, ja? Schau mal, Rockstar Games North hat dran gearbeitet. Damals haben die noch so geflext mit Dolby Digital, dies, das, Ananas. Ja, kann man ganz gut erkennen. Und Rockstar Games North, das ist einfach das verdammte Gebäude, wo ich davor gestanden habe. Innen sieht es so aus. Wir haben hier einmal die Disc, GTA San Andreas. So, wir haben hier einmal die GTA San Andreas Disc. So schaut das Prachtstück aus. Das Loch hätte man auch anders positionieren können, doch. Aber ich glaube, das wäre dann Verletzungsgefahrsrisiko. Und dann haben wir hier, oh, das ist aber krass. Digga, was wurde damit gemacht? Wurde damit Frisbee gespielt oder was? Das hat einiges erlebt, doch. Schau mal das an. Ich glaube, damit wurde Schleifpapier geschliffen. Das war der Ecos-Ding. Und auch hier konntest du natürlich deine Memory Card mitnehmen. Und hier haben wir die wunderschöne gelbe Karte. San Andreas. Wie hat man das genannt? Reiseführer, ne? Der gute alte Reiseführer. Schau mal, Bro, du konntest einfach damals hier anrufen. Habe ich auch schon öfters gemacht. Einmal habe ich eine fette Rechnung bekommen, weil ich diese Nummern angewählt habe bei DSF. Aber Gott sei Dank wusste mein Vater nicht, um was es da genau geht. Das waren so 20, 30 Euro. Mich da leicht verwählt gehabt. Aber ist ja schon... Okay. Da sind auch Nummern zu sehen. Und ich habe auch da schon mal angerufen. Also nicht bei diesem Spiel, sondern ich habe angerufen bei Silent Hill auf PlayStation 1. Wer hat Silent Hill auf PlayStation 1 von euch gezockt? Eins in den Chat. Ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Nostalgie pur. Im Livestream, ich glaube, die Nummern existieren nicht mehr, Bro. Midnight Club 3 Dub Edition. Also diese Version hier. MidnightClub3.de. Damals hatte jedes Spiel anscheinend eine eigene Website. Jetzt ist einfach nur Rockstar Games und da wird alles verlinkt. Demnächst erhältlich. Oh, das Spiel war noch nicht mal draußen. Also die haben da einfach mal Werbung schon mal reingeballert. Und das Interessante kommt jetzt. Da schau mal, das ist die Musik. Rockstar Games North. Ach krass, die haben alle verlinkt, die da gearbeitet haben. Leslie Baincy, Aaron Gabbard. Ach krass. Rockstar North, Producer Leslie Baincy. Art Director ist Aaron Gabbard. Aaron Gabbard ist übrigens der Bruder, Bro, mein Zunge langsam macht Knoten. Jetzt hört doch auf, Alter. Ich schwöre, mein Kopf langsam baller. Das ist doch der Bruder, der Leslie Baincy, wo sein Sohn geleakt hat, Aufnahmen von Vater seinem Computer. Ihr wisst, ne, der TikTok-Leaker. Schau mal, da stehen die drin. Ich wusste gar nicht, dass sie im Rockstar Games North Gebäude arbeiten. Ich wusste es gar nicht. Ach, crazy. Uwe Wärme. Oh, Digga. Uwe Wärme, Alter. Ich rede doch auch über den immer wieder. Uwe Wärme. So, hier natürlich die ganzen Cover, die Single, Songs, bla bla. Wisst ihr, vor welchem Bild ich als Kind Angst hatte? Vor diesem Toten. Ihr müsst euch so vorstellen, ich war der kleiner Bursch, so, ne? Ich setze mich auf Scheißhaus, hol die CD mit mir. Damals rechts von mir war Heizung. Habe ich mal so auf meine Heizung abgelegt bei meinen Eltern. Dann habe ich das Spiel so geöffnet, habe das Heftchen rausgeholt und habe immer jedes Mal, wenn ich scheißen war, habe ich einfach mal durchgelesen, was es so gibt in dieser Zeitschrift. Manchmal wollte ich Fotograf sein, weil es gab dieses Foto von sei ein Tourist, bla bla bla, macht Fotos. Und irgendwann bin ich auf diese Seite gekommen. Ich weiß nicht warum, aber dieses Bild, Bro, ich habe Faces of Death und so als Kind geschaut, weil mein Onkel das immer geguckt hat, so
Aber Bro, dieses Bild hat mir einfach Angst gemacht. Kann sein, dass vom Kacken die Kratzer kommen, ja. Weil ich fand dieses Bild einfach voll gruselig. Ich habe Angst vor Toten, Alter. Weil ich dachte mir so, wenn du tot bist, dann sieht ja jeder, dass du nackt bist. Und dann tun sie dich in den Kühlschrank rein. Und dann holen die dich wieder raus, schneiden dich auf, tun dein Gehirn aufsägen. Und dann schmeißen sie dich unter die Erde. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Da natürlich auch die verschiedensten Locations, die es gibt. Aber ich glaube, die Lieblingsseiten, das fand ich auch geil damals. Das hat irgendwie dieses In-Game ins Reale gebracht. So nach dem Motto Most Wanted. Oh, krass. Wir sind einfach diese fucking Most Wanted. Gerade aus Liberty City eingetroffen. Wechselt oft sein Erscheinungsbild. Also CJ. Dann haben wir Lance Wilson, also Ryder. Laut, wild und unberechenbar. Höchste Vorsicht ist geboten. Big Smoke mit echten Namen Melvin Harris. Übergewichtig. Übergewicht. Halb irre, aber einflussreich, beherrschbar. Sweet John Johnson, Anführer der Grove Family, naiv, aber mächtig. Also die heißt eigentlich Carl, Lance, Melvin und Sean. Also wenn ich mir die Namen so vorlese, dann hört es sich nach, keine Ahnung an, so ein Highschool-Film. Da verschiedene Radiosender, könnt ihr auch sehen, ja. Und ich würde mal sagen, genug gelabert. Drive-Thru Confession, Beichte rund um die Uhr. Gibt es so eine Drive-In-Kirche oder was? Drive-Thru Confession, Beichte rund um die Uhr. Das müssen wir mal angucken. Da können wir endlich alles, was ich über den Cousin weiß, endlich loslassen. So, GTA San Andreas, da starten wir jetzt. Let's go. Alles ist Nostalgie, Bro. Sogar, keine Ahnung, man, sogar die Waffengeräusche. Liberty City 1992. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Er kehrt zurück. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you Also want? GTA San Andreas war mein GTA. Das ist mein Nostalgiespiel. Deins auch, ja? Eins in den Chat, von wem war das Spiel? Passenger. Oh, Lowrider waren geil. Ich liebe, allgemein liebe ich diese Gangkultur, Hip-Hop-Kultur. Also nicht das, was sie wirklich tun, aber in Filmen diesen Lifestyle und so. Aber in Real Life ist natürlich total dumm. Down on your stomach. In Filmen ist es Action, dies, das, weißt du. Oder als Spiel das rüberzubringen, ist eine Sache. Aber in Real Life, Bro, da bist du Gangmember, trägst falsche Bandana, wirst abgeknallt, Spiel ist vorbei. Das meine ich nicht. Ich meine nur diese auf Filmbasis, Entertainment-Basis. Ist es geil. Money. Was nicht mit der Realität zu tun hat, was aber auch natürlich von der Realität kommt. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer. Deine Mutter hat dir GTA San Andreas weggenommen? So long. Süß. Get in the car. Meine Mutter hat mir GTA San Andreas gekauft, Digga, das ist crazy. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my Verarscht er mom. mich gerade? You know that. Yeah, I guess I do. Ja, So Poki? what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. Ah, das stimmt, das war die Geschichte. Da wurde ein Cop Found erschossen you and retrieved the murder weapon. und die wollten mir den Mord anhängen. Eigentlich auf GTA-Ebene macht es einfach gar keinen Sinn, diese Story. Weil, Bro, ich bringe gleich gefühlt in 10 Minuten 30 Cops um. Wisst ihr, was ich meine? Crazy. Aber Carl Johnson ist eigentlich mit guten Absichten zurückgekommen, weil seine Mutter wurde erschossen bei dem Drive-By. Also die haben eigentlich das auf Sweet abgesehen, aber dadurch, dass die Kugeln durch das Fenster gegangen sind bei seiner Mutter im Haus, haben sie die erwischt.
Das ist die Vorgeschichte. Oh shit. Here we go again. Oh, Worst place in legendärer the Satz. world. Rolling Heights Baller Country. Now I ain't representing Legendärer Grove Street in Satz. 5 years, but the Ballers won't give a shit. Crazy. Immer dieser legendäre Anfang, ich weiß nicht, ne? Aber der Anfang in jedem GTA-Teil ist im Kopf eingebrannt. In jedem GTA ist einfach dieser Anfang episch. Und immer gab es neben dir irgendwas, was du fahren kannst. Bei GTA 3 war das dieses eine Fahrzeug da. Bei GTA Vice City war das der Roller. Und hier ist es das Fahrrad. Wie war das nochmal, das Springen? Ah ja, genau. Alter, wie viele Stunts ich damals hier gemacht habe, Chat. Hier. Damals OG bei den Stunts, ja. Hier hoch, zack. Hier entlang. Geiler Scheiß. Mit 19 Nostalgie zu verspüren? Ja, jeder spürt Nostalgie anders, ne? Ja, der Weg war für mich damals ein bisschen länger. Bro, ich wollte einfach da hochspringen. Auch dieses Gebäude, ja. Da war so direkt so eins als Kind so, boah, ein Easter Egg. Das ist doch die Sammelfigur aus GTA Vice City, yo. Das weiß ich noch. Wisst ihr, das sind so die Easter Eggs, die man kaum übersehen kann. Und dann gab es natürlich diese legendäre Abkürzung. Ich muss mich noch an das Fahren ein bisschen gewöhnen. Da ist ja die Steuerung komplett anders. Mit X. Ja, das ist echt crazy, die Steuerung. Wie ist Bremsen? Mit X ist Fahren. Das Geile war am BMX auch noch, dass es unzerstörbar war, ne? Aber Bremsen war, glaube ich, R1. Ja, stimmt, Bremsen ist R1. Und diese legendäre Abkürzung kennt jeder, oder, Chat? Grove Street. Und hier irgendwo war immer ein At Schlagring least it was gelegen. before I fucked everything up. Oh, da war noch alles schön in Grove Street, ja. Grove Street war episch. Da war doch immer ein Schlag... Ja, da ist er doch. Da ist er, Digga. Und diese legendäre Bar auch noch, ne? Denise wohnt, glaube ich, hier. Warte, wo wohnt die Denise nochmal? Die wohnt nicht weit. Boah, wo wohnt sie nochmal? Hier, oder? Oder um die Ecke. Boah, das waren noch Erinnerungen auch, ja. Oder diese legendäre Bar da, wo man Billard spielen konnte. Episch. Warum renne ich hier nur mit Rentnern ab? Du bist der Nachwuchszuschauer, ja? Ach krass, da kann man voll detailliert seine Mom sogar sehen, ne? Ich weiß nicht, ob es beim Original auch so detailliert war. Kann mich nicht mehr erinnern. Moms are here. Mom, they're up to something. Crazy Game. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Diese legendäre Szene. Ich habe mich beim allerersten Mal so krass erschreckt, ne? Dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, Call. but I promise you, I'll Ja, aber die reden so krass mit Slang immer. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. Immer diese weisen Sprüche. Wir sind gesegnet und Same things make us verflucht. laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the Großer balance, Rauch keep it und real. Karl. Ey, Alter, manche Sachen kann man einfach nicht ins Deutsche übersetzen, ja. Da wundert es mich nicht, warum die bei manchen Filmen und so einfach mal gedacht haben, fuck off, wir können eh nicht 1:1 den Slang Hey, übersetzen. what's up, y'all? Look Der who I große found Rauch. hanging around. Carl, hey. Und der Fahrer ist auch da, der Rider. Süß, sweet, Alter. Wir haben Süß, Karl, Another funeral großer around Rauch here, fool. und Fahrer. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 Crazy. years, she wasn't, nigga.
And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefing. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. women. What Der ist the fuck einfach are zu you? süß, Alter. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here Asshole. we go again. This shit's real fucked up. Den Spruch sogar zweimal gesagt. Here What we you go mean? again. What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's Ja, just Mann. crazy. Also wie ich verstanden habe, ist Sweet Ice Cube, Eazy-E's Ryder und Big Smoke ist B.I.G. quasi so, ein bisschen auf den. So habe ich das verstanden gehabt damals. Und CJ, keine Ahnung, wer CJ ist. Da war doch auch mal, da war mal die Rede von, irgendeinen haben die mal erwähnt, wer der CJ darstellen soll. Waren das noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Stimmt, Dr. Dre war das. Ja, Dr. Dre. Yeah. Kommt, Jungs, gib mal ein bisschen Gas. Wusstet ihr, dass ich habe mal so einen Speedrun angeschaut? Es bringt tatsächlich was, die Spielfiguren zu schubsen. Ja, Digga, genau so, Alter. Speedrun! Speedrun, sagt er einfach. Tupac habe ich auch mal gelesen, dass es Tupac sein soll. Keep up, CJ. CJ? Shit, a bonus car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Ja, ist ja gut, chill mal. Stimmt, das dürft ihr, das muss man auch im Laufe der Stories beachten, Chat. Dass der Ryder bewusst, also die Story ist so aufgebaut, dass Ryder dich einfach komplett wie Scheiße behandelt. Und der ganze Respekt kommt erst mit der Zeit dazu. Und das ist geplant natürlich, ne, um eine Steigerung zu sehen, warum diese Respektbalken überhaupt existiert. Das zeigt auch unter anderem, wie Spielkollegen dich behandeln, also die anderen Charaktere. Und Ryder ist da am gemeintesten, ja. Nee, warte mal, Tupac ist OG Loke, ja. Stimmt, Tupac ist OG Loke, der verrückte Bre mit dem Bandana. Digga, ich habe so Lachflash gehabt von einer Mission da, wo man einen abknallen muss, weil er im Knast erzählt hat, dass der OG Loke ihm gegönnt hat. Und deswegen wollte er diesen Mexikaner umbringen. Den homosexuellen Guy. Den wollte er doch umbringen, weil er gesagt hat, ey, ich erzähle jedem, dass wir im Knast was hatten. Und der OG Loke wollte doch Gangsterkarriere starten. Und deswegen hat er gesagt, ey, wir müssen ihn umbringen, weil sonst sagt er jedem, dass es wirklich so war, ja. Boah, Digga. Aber wir haben es gleich geschafft. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. Zack. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't Am sure. Überlegen, Not on my Privatrente state. noch auf Seite Things zu fucked legen up. oder einfach auswandern. Ah, man, I won't let you down. Digga, ich will da wegen Auswandern gar nichts sagen, aber ich sag mal so, wenn jemand kann im anderen Land leben und irgendwie beruflich auch aktiv sein kann, Just drop in. We all hanging out. Bro, leb doch da, wo mehr ist. Genieß dein Leben. Zahle nicht einmal im Jahr dein ganzes Vermögen, damit du einmal ans Meer kannst, sondern geh zu Feierabend ans Meer. Bro, wir leben nur einmal, weißt du. Ich habe jedes Mal, ich weiß auch, als ich das erste Mal diese erste Mission gezockt habe, ich habe so oft verkackt. So, das Haus wurde ja angeballert und die Mutter ist gestorben. Ich wusste die Vorgeschichte damals nicht, als ich als Kind gezockt habe. Ja, aber anscheinend gab es bei der Version, wenn man vorbestellt hat, noch eine CD dazu oder einen Link oder so, und dann konnte man sich ein YouTube-Video angucken, was gelistet war oder irgendwie so ähnlich. Und da wurde die Vorgeschichte gezeigt als Video und die Mutter wurde erschossen durch einen Drive-By. Ich weiß nicht, ob es gezielt war auf Street oder so, weil die gegen das Haus geballert haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, die haben einfach nur in der Hood geballert auf das Gebäude. Und jetzt macht es Sinn, warum das abgedeckt ist. Versteht ihr, Chat? Ich glaube, da sind die Einschusslöcher durchgegangen. Ja, das Video gibt es mittlerweile auf YouTube, genau. Warte mal, wenn wir jetzt reingehen, dann müssten wir doch das Zimmer sehen. Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, der Aufbau vom Gebäude macht gar keinen Sinn. Warte mal. Das macht einfach gar keinen Sinn. Oh, das erste Mal auch dieses Handysystem, ja. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away,
Da hat Rockstar Games gekocht gehabt. Nach 22 Jahren aufgedeckt, ich schwör's dir. Es macht einfach gar keinen Sinn. Schau mal, wenn du dir das Gebäude so anguckst, es macht einfach null Sinn. Warte mal, das sind 2 Fenster. Komm, wir gucken einfach mal. 2 Fenster sind oben. Das macht einfach gar keinen Sinn, dieses Gebäude. Wo sind die Fenster, Digga? Chat, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Dieses Gebäude macht keinen Sinn. Ja, aber eine Sache, das war krass damals. Dass man eine Spielkonsole im Spiel spielen konnte. Das war damals so ein Brainfuck, ne, Chat? Ist doch so, oder? Das war übelster Brainfuck damals. Weiß ich, welche Konsole das darstellen soll? CJD 500. Aber Controller sieht... Keine Ahnung, Alter. Das ist Xbox, oder? Oder soll es so eine... Nee, warte mal, Xbox. Was laber ich? Xbox gab's jetzt in den 90ern nicht. Das ist eine Atari wahrscheinlich, oder? Oder eine Sega. Sega sah so aus, glaube ich. Aber das war damals übelster Brainfuck, dass man im Spiel ein Spiel spielen konnte. Vor allem, es ist halt ein vollwertiges Spiel, ne? Was man damals wirklich so auf solchen Konsolen gezockt hat. GameCube? Ne, GameCube gab es nicht 92. Aber Rockstar Games achtet da schon relativ genau drauf, dass sie die Konsolen auch so wählen, dass es auch zu der Zeit passt. Was wollt ihr tun? Digga, das ist crazy. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus diesem scheiß Spiel raus? Nein, nicht nochmal. So, perfekt. Was ist das? Chicken-Teile oder was? Dann gehen wir mal zu Ryder rüber. Tim, macht durch, Ehrenmann. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr nicht könnt. Zum Beispiel durchmachen, das ist auch kein Stress. No homie love, no hug. Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Shit. Let's go, bitch. Hey, show me how Let's go, bitch. Bro, der sagt einfach let's go, bitch. Stell dir vor, du bist so... Du denkst, du bist Gangster, dies, das, und dann sagt einfach ein anderes zu dir, let's go, bitch. Einfach Respekt genommen. Jetzt fahren wir zum Friseur. Welche Frise wählen wir, Chat? Was sagt ihr? Das ist meine Lieblingseinstellung, Chat. Sag mir bitte, welche war eure Einstellung? 1 in den Chat, 2 in den Chat, 3 in den Chat oder 4 in den Chat? Bro, ich sag dir ehrlich, 3. Nicht zu weit, nicht zu nah. Ich hab das geliebt, auch zu sehen, was hinter mir passiert. 2? Echt? Bei vielen 2 war das? Also mögt ihr das, wenn man es ein bisschen näher ist? Jetzt machen wir uns so eine epische Frise, Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann gehen wir mal rein hier. Sit down, CJ. Bei Lucia 2. Haben sie. So, was haben wir hier für Friesen? Könnt ihr angucken, ne? Müsst ihr nicht direkt rasieren. Oh, ja, ja, Klassiker. Ey, Bro, weißt du, welche Frisur für mich No-Go war, Bro? So eine. Ich hab das gar nicht gepackt, diese Frise, Bro. Voll viele sind drauf abgegangen. Aber ich bin dir ehrlich, diese Frise, Bro, der sieht aus wie 40. Und der ist eigentlich junger Bursche, weißt du, was ich meine? Da sieht er aus wie dieser eine da von Dragon Ball. Mr. Satan, Alter. Also meine Frisur, was habe ich immer genommen? Der sieht aus wie so, keine Ahnung, ihr weißt schon, was ich meine, Alter. So möchte gegen Gangster, der immer nur am Kiffen ist. Warte mal, wo war die Frise, wo ich genommen habe? Ich glaube, ich habe immer die genommen. Die habe ich genommen. Die habe ich genommen. Jerry Curl habe ich auch genommen. Das ist doch diese viereckige, ja? Oder war das die? Nein, da ist die viereckige. Die war auch klassisch, Alter. Nee, Mann, die ist hässlich. Ja, komm, mach mal kurze Bürste. Oh, das heißt einfach kurze Bürste. Einfach das, anstatt dass sie einfach mal Boxerschnitt nennen oder so, weißt du, machen die kurze Bürste. Bro, einmal kurze Bürste bitte, ja, dankeschön. Der andere Friseur, Glatze und Ziegenbart, richtiger 90er Gangmember-Style. Stimmt eigentlich. Oder Künstler. GTA 7 wieder in San Andreas. Ah, Las Venturas wäre schon geil, Mann. Las Venturas.
Von mir sei es auch San Fierro, Alter. Aber bitte nicht wieder zurück irgendwo, wo wir schon waren. Das kotzt schon an. Aber der Ex-Mitarbeiter, wie heißt er nochmal? Obe Vermey, hat gesagt, die sind gerade in so einem Kreis gefangen, dass sie nicht mehr aus der Spirale rauskommen. Die werden wahrscheinlich immer wieder die gleichen Orte nutzen, die sie bereits kennen. Weil sie einfach Angst haben, zu viele Milliarden in irgendwas zu stecken, was sie noch nicht ausprobiert haben. Aber ich will nur den Friseurmann sehen. Ja, der sieht echt so aus, als hätte er es einfach aus dem Ghetto geschafft, ne? Ja, vielleicht bekommen wir in GTA 6 schon alle Städtereiter. Vielleicht wird mit der Update immer wieder was dazukommen, wer weiß. So, ich soll jetzt essen gehen, ja? Auf Undercover. So, was hast denn du Schönes? Das war auch geil damals, ne? Dass man sich Essen aussuchen konnte. Je nachdem, wie dein Hunger war, konntest du ein großes nehmen, dann warst du direkt satt. Oder lieber kleinere, konntest sogar ausrechnen, ja? Am Anfang hat es doch Sinn gemacht, aber irgendwann, Bro, scheiß drauf, was du da gefressen hast. Außer du willst nicht fett werden, dann frisst natürlich Salat. Aber wir nehmen natürlich die volle Lutsche. Bro, diese Namen, die weiche Portion, Double Deluxe, Salat, nehmen wir auch, komm. Salat Malat, ja. Okay, reicht. Genug gefressen. Die Haare werden höchstwahrscheinlich wachsen. Ja, ich denke mal, dass sie das System aus Red Dead Redemption 2 mit übernehmen werden. Wusstet ihr, dass wenn ihr in GTA San Andreas zu viel frisst, dass ihr dann kotzt? Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit. Wisst ihr, was ich immer bei dieser Mission gemacht habe? Ich kann mich sogar sehr gut erinnern. Bin immer ins Fahrzeug gestiegen und hab den hier gemacht. Weil du kriegst einfach direkt eine Pump. Das hat, glaube ich, jeder gemacht. Eins in den Chat, wenn ihr es auch gemacht habt. Oder seid ihr einfach abgehauen? Boah, das ist echt eine interessante Frage, ob die Frisur sich verändert, wenn man ins Wasser geht. Das ist einfach eine kostenlose Pump, hallo? Schadensmodell hat sich auch verbessert in GTA San Andreas. Wenn ihr seht, ja, wenn ihr das, oder die Details, schau mal das Fahrzeug an, voll mit Bier oder was, das ist Getränke, Softdrinks. Richtig geil. So, dann wollen wir mal. Jetzt testen wir mal die Radiosender, okay, in der Grove Street Chat. CSR 103.9. So der entspannte Flow, ja. Okay. KJ West. Da gab es, glaube ich, auch einen Reggae-Kanal, oder? Und einen mexikanischen Kanal gab es auch. Ich habe auch immer noch Radio Los Santos gehört und noch einen Sender. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie der hieß. 2 Sender habe ich immer die ganze Zeit hin und her geswitcht. Radio Los Santos und noch einen. Weiter. Das war Reggae, Sternblut. Das ist so eine typische Werbung, ja, von irgendwie so von Frauen Hygieneartikeln oder wo sie sich Beine rasieren. Das System war auch geil, dass die Musik wirklich in Echtzeit spielt. WCTR. Das hat mich nie interessiert, weil ich kann kein Englisch. Damals konnte ich gar kein Englisch. Playback FM. Playback FM habe ich ja auch immer wieder reingehört, aber da wurde auch ein bisschen zu viel gelabert. So. Heroes. Oh. Heroes. Heroes. Boah, Kairos habe ich so gerne gehört, als ich in die Berge gekommen bin. Kairos. Hi Texas, living Texas. Das war geil, Chat. Oh, my Texas, living Texas. And that's why I hang my hat in Tennessee.
Geil, 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 geil. Was haben wir noch? KDST. If the police can't stop you, you must be on the dust. If only the world was less Okay, like das war this. Nachrichtensender oder so. Bounce FM. Das war der chillige Hase. Immer wenn ich mit Girlfriend unterwegs war, mit Denise oder so. Boah, dieser Song. Ach krass, ich kenne die... Kenne ich das Cover oder ist es das Original, was ich kenne? Der Anfang gerade vom Beat, der kommt mir voll bekannt vor. SFUR. Okay, nicht so meins. Oh, jetzt aber, jetzt. Alter, dieser Song. Dieser Song. Check it. You back in the house with the main man, Julio G. Check it. Boah. Geil. Radio Los Santos, Legende. Geil. Radio X habe ich sehr oft gehört, oder? Nee. Das war... Oder spielt da auch oft Hip-Hop auf Radio X? Ich glaube, da ist nur Rock, ne? Kein Hip-Hop. Es gab noch einen Hip-Hop-Sender, ich weiß es. War das der? Ja, komm, Radio Los Santos hat gewonnen, oder? Radio Los Santos. Das ist es, Chat. Geiler Song, echt. Die armen Reifen. Ah, die halten hier einiges aus. Come on, fat boy. Fat boy, look at. Look who's here. It's Running Man. What, you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out. Graffiti-Mission. You already spreading out, fat man. Let's play. Boah, da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Wenn wir gleich so weit sind, ja. Oh, Graffitis war auch so eine Ära, ne? Ich glaube, sehr viele in Deutschland haben nur durch GTA San Andreas angefangen, Graffitis zu sprühen. Ey, Chat, ich habe früher von meinem Vater so Lackfarbe genommen, ja, mit dem er Auto irgendwie lackiert hat, kurz seine Schäden so ein bisschen, weißt du, drüber sprühen, Kratzer und so. Digga, ich habe einfach damit draußen angefangen, Graffiti zu sprühen. Übelst hässlich. Das war mit meinem Cousin, der heißt Simon. Schau mal, pass auf. Unser Logo, ich habe das schon mal im Stream gezeigt, war folgendes. Er heißt S, also Simon. Ich habe S gesprüht. Ich war mit ihm so, ne? Und ich heiße ja Oleg, ja? Und dann habe ich über ihn so, also S und dann ein O. Also dieses S war im O drin. Und dann habe ich noch links, rechts und oben, unten Striche gemacht. So, S ist im Visier. Weißt du, was ich meine? Digga. Wir haben uns so cool gefühlt. Haben wir ein bisschen rumgesprüht in der Hood, weißt du? Ryder wurde von Mac 8 synchronisiert. Wer ist Mac 8, Bro? Ja, Tim World, das passt sogar, der Mo. Binku. Binku war auch ein geiler Laden. Das war mein Lieblingsladen. Nach Sarface, oder wie das heißt. Sarface war auch legendär. Menace to Society, oh, geiler Film. Einer der besten Hip-Hop-Filme. Menace to Society, boah, wer den gesehen hat. Eins in den Chat, wer den gesehen hat. Was hast du über meine Mama gesagt? Nein, warte mal. Was hast du über meine Mama gesagt? Geiler Film. Aber richtig brutale Stimmung. Auf Real Talk angelehnt, ja. Also das war wirklich Realität, was da gezeigt wurde. Ach scheiße, die Cops sind ja gerade in der Nähe, ne? 2 Graffitis von 100 haben wir. Verpiss dich mal, Cop. Das Geile ist, das konntest du ja auch als Waffe nutzen, ne? So Pfefferspray-mäßig. Oha, jetzt dürfen die schon schießen. Dieses Graffiti habe ich ewig gesucht, Chat. Ich habe das auf jedem Gebäude gesucht damals. Ey, ihr wisst doch, ne, wie schwer es war, dieses Graffiti hier zu finden. Aber es wird gleich übertrumpft, warte ab. Hip-Hop Hood, ja, das ist ja die Parodie von dem Film. Ach, Jungs, lasst mich doch in Ruhe sprühen. Ja, okay, jetzt übertreiben die komplett, Alter. Die übertreiben komplett die Lage. Denkt ihr seid Polizisten oder was?
Hey, you wanna get dumped on? Westside, Motherfucker! Scheiße, Mann. Haben die es eigentlich hinbekommen mit den Laternen? Nein, immer noch nicht, ne? Schau. Das ist definitiv Edition, Chat. Die haben es ja immer noch nicht hinbekommen. Das gibt's doch gar nicht. Bro, bitte. Musst aber älteren Bruder oder Bruder haben, keine 18-Jährige aus dieser Generation kennt das. Ja, das ist echt so, ne? Dass du Menace to Society kennst. Das ist crazy, Bro. GG, dass du noch dieses Kulturgut kennst, ja? Also Menace Society, da muss man schon wirklich deeper OG sein. Weil ich meine, nicht jeder kennt den Film auch aus meiner Generation. Da muss man schon wirklich, also in diese Richtung gegangen sein, Hip-Hop und so, weißt du? Schon ein bisschen deeper, als einfach nur 50 Cent gehört zu haben. Hast du mit deinem Vater geguckt? Alter, geil. Wie alt ist denn dein Papa? Schau, ich prüf. In euer Hut, Motherfucker. Weil ich darf das, yo. 48. Boah, dein Vater ist echt OG dann. Aber nice, dass dein Vater dir solche Filme auch zeigt. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn, der ist jetzt 8, wir haben Terminator 2 geguckt. Manche einer würde sagen, Alter, spinnst du? Aber Bro, Terminator 2 ist eigentlich ein lehrreicher Film. Ja, also in dem Sinne auch sehr schön und emotional aufgebaut. Das Böse und das Gute, weißt du, dass man auf sich Acht geben soll. Manchmal muss man auch die Message im Film verstehen. Wenn ich jetzt einen Splatter anmachen würde, wo einfach nur Leute abgeschlachtet werden, dann ist natürlich total krank und dumm, ja. Aber Terminator, Bro, hat echt eine gute Message dahinter. Ist jetzt nicht der Film, wo man sagt, Alter, böse, 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 doch. Ich glaube, Tupac hat es erfunden, ne, damals diese Bandana so zu tragen, wie der Typ, der mit dem, Was sagt ihr jetzt, ha? Was sagst du jetzt, ha? Jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, was? Danke, Polizist, hat ihn erschossen. Ja, du kleiner Hund, Alter, wie du lügst. Ah, jetzt kann man endlich über Zäune klettern. Seit GTA San Andreas konnte man das dann endlich. Wie das so getan hat, doch hätte ich ihn ins Gesicht gesprüht. Warum CJ? Haben wir extra gemacht, weißt du, so Tutorial-mäßig. Damit man endlich das Klettern übt. Digga, hier habe ich glaube, ich habe 5-6 Stunden verbracht, um dieses Graffiti zu suchen. Chat, ich habe das einfach damals nicht gecheckt, was die von mir wollen. Aber Boys in the Hood, Favorite Film, Chat, Boys in the Hood. Ich finde das so traurig, das Ende. Ja toll, Digga, jetzt wurde ich verhaftet. Komm, jetzt schaffen wir das. Ey, ich habe damals genauso oft verkackt, diese Mission, ne? Und nach dieser Mission habe ich gefühlt keine Graffitis mehr gesprüht. Aber kennt ihr diesen inneren Mock? Wenn ihr ein Graffiti gesehen habt, auch wenn ihr nicht sammelt und euch geschworen habt, ich will bei dieser Scheiße nicht mitmachen, dass ihr trotzdem dann gesprüht habt, Chat. Könnt ihr euch erinnern? Weil ihr euch gedacht habt, Alter, dieses Graffiti ist aber schon gut versteckt. Was ist, wenn ich doch irgendwann anfange, alle Graffitis zu suchen? Vielleicht sollte ich das doch lieber mitnehmen. Und dann hattet ihr keine Graffiti-Flasche dabei. Keine Spraydose. Das war ein Brecher, du. Er wollte es so, ja? Das habe ich vermisst bei der deutschen Version, dass man nicht am Boden treten konnte. Was mir auch gefallen hat, dass die Skala von diesen 100 Leben endlich weg war. Ich mag diesen Balken viel mehr. Warte mal, ich zeige euch ein Easter Egg, Chat. Am Ende fahren die doch mit dem Truck hier runter. Und das ist schon von Anfang an so geplant und programmiert. Also Rockstar Games hatte schon direkt geplant gehabt, guckt euch das an. Wenn ihr dann dahin fährt, ihr wisst ja, ne, mit dem Feuerwehrwagen am Ende. Diese Stelle müsste irgendwo hier sein, Chat. Ey, Chat, könnt ihr mir Cheats senden? Cheats für, Waffen? Ah, da. Chat. Das ist die kaputte Stelle. Spiel niemals mit mir Hide and Seek, Alter. Eingemauerter CJ. Bro, einfach weg. Ja, Mann, doch, geht. Crazy, oder, Chat? Wie das jetzt schon programmiert ist, die letzte Mission. Wer hat das gewusst? Eins in den Chat. B, T, C, D, B, C, B. Ah, was habe ich? Digga. Dein Scheiß Ernst. Rocket, Mann. Oh, legendär. Wie kann man fliegen nochmal? Welche Taste war das? Hier X seitlich. Ah, links, rechts. X hoch oder was? Aha. Aha. Ab nach Las Venturas, Freunde. Würde ich mal sagen, oder Chat? Las Venturas lässt grüßen, oder?
Komm, wir fliegen jetzt nach fucking Las Venturas und holen uns ein geiles Flugzeug. Warte mal, wo ist es auf der Map? In welche Richtung gucke ich? Nach links, okay. Dann let's go, die Reise beginnt. Ab nach Area 51, sagst du? Area 51, Area 51, Area 51. Jeserski hier, oder? Ist es Area 51, Chat? Den N auf der Minimap, Digga, Ryder. Kennst du die Geschichte mit der Minimap? Wo ich mal tagelang gezockt habe und mein Haus gesucht habe und nie gefunden habe, weil ich Richtung N immer gefahren bin. Ich habe gedacht, als ich das erste Mal San Andreas gespielt habe, dass dieses N bedeutet, dass es mein Haus ist. Ich habe einfach Tage jetzt nicht, das wäre ein bisschen übertrieben, aber Stunden damit verbracht. Ich glaube, das ist gefühlt die einsamste Stelle, wo wir nie besucht haben, oder? Stunden damit verbracht, mein Haus zu suchen. Bekommen wir keine Sterne? Gleich, oder? Sobald wir diese Küste übertreten haben. Jetzt, oder? Hä, es kracht nicht, Chat. Es kracht nicht? Jetzt kracht's, oder? Ja, sobald wir das übertreten haben, kracht's. Jetzt gleich. Hä, wieso landen wir? Crazy Las Venturas, Chat. Ach du Scheiße, der Helikopter kommt einfach. Boah, diese legendäre Stelle. Mal ins Casino rein? Digga, wir können sogar jetzt schon ins Casino. Bro, ich bin so langsam, ja. Oh, shit. So, dann gib mal. Halten, halten. Geben. Auf wie viel spielen wir gerade? $1? Wie viel Dollar habe ich? Komm in, Jung. Alter Schwede. Zack, zack, zack. Bam, Alter. Fufi gemacht. Gib. König, König, 3, 3. Uff, ja. Jetzt noch ein König. Ah, oh, schade. Fufi gemacht, Alter. Komm, gib ihm. Digga, der gibt gut, oder? Der gibt gut heute. Gleich Vollbild. Schau mal, so macht man Cash. Die Kindergeld gleich weg. Ass, Ass. Lassen wir mal König und Ass. Trust. Ja, gut, diese. Zweier, ja komm, Zweier können wir auch lassen. Haben wir wenigstens Pärchen und Dame lassen wir auch. Ah, okay. Pärchen, okay, dann ist wahrscheinlich zu billo, ne? Warte mal. Wir brauchen einen größeren Einsatz. Wie viel spielt man hier? Das ist schon besser, Alter. 25er. Zack, Alter. Oho! Jetzt machen wir richtig gutes Cash hier, Chat. Ass, lassen wir nur Ass. Komm, bitte, gib noch ein Ass. Schade. König, Ass. Ah, halten wir mal beide. Schade, Marmelade. Zehner ist gut. Die können wir halten. Oh, 250erle. Okay, Digga, durchgespielt. Weiter geht's. Das ist es. 2,5, Chat, let's go. 25.000, Bro. 25k einfach. Okay, das ist crazy. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich nehme die mal, weil das ist schon crazy. Okay, gar nichts. Gut. Ich mache euch schon mal bereit für meine Casino-Streams, Chat, ja? Hey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich verkackt. Die Glückssträhne ist weg, oder was? Insi-Modus ist gleich aktiviert. Das muss jetzt aber scheppern. 37,5k. Bro, schau mal einfach. 67.000k. Nee, 67k. Ich muss hier weg. Wo ist der Ausgang? Bruder, ich bin viel zu fett, um abzuhauen. Ist das der Ausgang? Nein. Warte mal, ich habe Orientierung verloren. Da ist der Ausgang, ne? Bro, ey, was hast du gemacht, Alter? Der kann nicht mehr rennen. Schau mal, seine Beine, Bro, die brechen gleich. Seine Knie machen nicht mehr lange mit. Das bin ich, wenn ich auf Arbeit zu spät komme und anfange zu joggen. Oh, fuck. Hasta la vista, Baby. Bam, Alter, gegen den Baum. So, weg hier, Alter. Bro, geh doch weg, Alter, du Fetter. Der in dich rein, Alter, Polizei. Der in dich rein. Das war schon geil damals mit Jetpack. Alles zu erforschen. Warte mal, kann man da stehen? Area 51 haben wir gesagt, gehen wir, ja? Schau mal, da wird sogar schon gespoilert, welche Gebäude man kaufen kann. Crazy. Dass der Jackpot ihn hochkriegt überhaupt, ist unrealistisch. Echt so, ne? Schau mal, da ist Airport. Da könnten wir eigentlich ein sneaky Flugzeug holen. So einen geilen Jet. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kann nicht fliegen, Alter. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir können es ja mal ausprobieren. Sehe ich die Flugzeuge erst, wenn ich weiter unten bin? Oder gibt es hier einfach keine?
Doch, die gibt's schon. Da. Ich brauche ein Jet. Ihr wisst schon, dieses Graue da. Ach, fuck off, Alter. Ich nehme einfach das. Boah, da ist es doch. Digga, dass er das überlebt hat. Schau mal, Boden hat Schaden einfach genommen. Komm, CJ, wir glauben an dich. Trust. Ja! Erdbeben. Wisst ihr, was ganz gut kommt? Oh, fuck, Alter. Wir sind doch nicht in New York hier. Aber Spaß, Chat, Spaß. So, wo sind wir hier? Oh, diesen Stunt nehme ich mit, Chat. Den Stunt nehme ich mit, Alter. Ich mache sogar eine Rolle drunter. Nein, nein, ich mache doch keine Rolle. Nein. Boah, Junge, war das geil. Schau mal, wie gut ich fliegen kann. Ich bin nicht abgestürzt, sondern nur das Flugzeug. Sie sind zu fett, um das Krankenhaus zu betreten. Ich dachte schon, seine Beine sind im Boden, Chat. Ich dachte, der ist so lange gestanden, bis sein Gewicht den Boden gleich gemacht hat, oder wie man das sagt. Junge, schaut den da an. Alter. Stabiler Bre. Oha. Auf einmal Topmodel, wenn er auf Matterrad geht. Matterrad vor allem. Schau mal, Topmodel wird er. Arsch ausgestreckt, Gürtel einfach direkt 3 Meter geworden, der Gürtel. Arsch eingezogen, sehr stabil. Der Nacken sieht auch sehr gesund aus, wie er geknickt ist. Verpisst euch. Ich will euch eigentlich einen geilen Stunt zeigen, Chat. Also GTA San Andreas war schon ein geiler... Diese legendäre Mission findet doch hier statt. Erinnert ihr euch? An diesem Sexshop. Da, wo man sich diese Kleidung, SM-Kleidung kaufen muss. Ich glaube, das war doch da, oder? Digga. Siehst du nicht den übergewichtigen Mann, der hier in Ruhe fahren will? Ja, hallo. Number 1, Number 6, Number 3. An den müssen wir echt mal bringen. Warte, wo ist das? Das ist irgendwie so ein Burgerladen oder so, da. Aber hier gibt's kein Drive-In, Mann. Ich wollte einen auf Big Smoke machen. Number 5, Number 3, Number 4. Geiles Spiel. GTA San Andreas. Es ist immer ein Fluch und ein Segen, zugleich GTA San Andreas zu starten. Es ist ein schönes Gefühl. Bloß weil ich fett bin! Aber irgendwie auch ein trauriges Gefühl, dann wieder loszulassen. Oh, wann stirbt er endlich, Alter? Mit diesen Fäusten, Bro. Der schlägt doch eigentlich ein mit 3 Tonnen, Alter. Kangaroo. Kangaroo. Oha. Geil, Alter. Ja, du bist selber Asshole. Komm, fang mich doch, Alter. Von wegen, ich bin übergewichtig. Guck mal das an. Kannst du das? Oh, Junge, der hat's einfach geschafft. Der hat's einfach geschafft. Der fette Spider-Man. Ja. Ah, okay. Ey, Chat, gib mir mal geile Cheats. Welche Cheats soll ich eingeben? IA, wenn, JK. IA, wenn, JQ. Was ist das jetzt? Chat, was ist das? Könnt ihr mir sagen, was das für ein Cheat ist? JYSD-SOT. JYSD-SOT. Was ist das jetzt für ein Cheat? Oh, bin ich jetzt breit? Digga, ich bin jetzt Muskelmann. Versuch mal Leute zu schlagen. Warte mal, Bruder, ich bin gefangen. Oha. Oha. Das ist geil. Direkt Knochen gebrochen. Alter, ist das geil. Verpiss dich, du Hund. Ich bin einfach Mike Tyson geworden, Alter. Geil. Ja, Alter, ich bring euch alle um hier. Ey, wieso fliegt er nicht weg? Ist mein Cheat nicht mehr aktiviert, oder was? Ammunition, dieser Laden war immer geil anzusehen. Ich finde ihn so hübsch, ne? Bruder, ich rede gerade, Alter. Ich rede gerade, du dummer Hund. Komm her. Ich verprügel dir die Birne, du. Wo bist du? Wo ist er denn hin? Da. Alter, ich rede, erzähle hier von meiner Heimat hier. Und die kommen und fucken mich ab. Oh, fucking me. Schau mal, wie der läuft. Schieß doch einfach, Mann. Schieß doch einfach. Ich glaube, jetzt zählt sogar Headshots, ne? Bruder, verpiss dich doch jetzt ein bisschen schneller. Geil, Alter. Guter Mann.
Oh, mein Lieblingsauto. Das ist mein Lieblingsauto in GTA San Andreas gewesen. Warte mal. Jetzt kommen die GTA San Andreas MP-Zeiten wieder hoch. Wo war der verdammte Ort, wo sich alle immer getroffen haben? So eine Art Würfelpark. Der war doch irgendwo hier. Boah, krass. Der war gut, oder? You dick. Oh, diese legendäre Gebäude müssen wir noch kurz betreten, bevor wir mit GTA 4 weitermachen. Warte mal, Jungs, chill. Bin ich immer noch? Ah ja, geil, ich kann immer noch so weit hüpfen. Dann springen wir mal hier über den Zaun. Boah, dieses Gebäude ist legendär. In Real Life ist es ja das Gebäude für, ich glaube, Musikstudio ist es in echt. Die einzige Frau, aber das merkt man auch, die einzige Frau, für was wir leben in dieser Gaming-Welt, ist natürlich Lucia, ja. Wir sind, also ihr müsst schon ehrlich sein, in der Gaming-Welt sind wir wie Nonnen. Wir gehören voll und ganz Lucia. Versteht ihr? Chat. Das hättet ihr, wenn du jetzt denkst, was redet der, was? Ich bin kein freier Mensch mehr, ich darf nicht mehr entscheiden über mein Verlangen. Nein, das hättest du ja früher überlegen sollen, bevor du ein Follow dagelassen hast. Weil das war ganz klein vermerkt, dass du dich quasi verkauft hast. Schau mal, Gesundheit ist schon mal sehr, sehr gut gestiegen. Ey, wo ist der Eingang hier eigentlich? Irgendwo war doch der Eingang. Ist das Gebäude? Oleg, mach mal eine Tierlist von allen Frauen von Rockstar-Spielen. Also wie hübsch die sind. Digga. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich in der Position bin, dass ich das jetzt einfach mal urteilen kann. Es gibt Frauen, die jetzt dich hübsch finden auf der Welt, aber es gibt auch Frauen, die mich hübsch finden auf der Welt, ja. Vielleicht seltener als bei dir, aber es gibt trotzdem sowas. Und genauso kann man das ja andersrum beobachten. Guck mal, wir haben hier jetzt einfach die Übersicht. Die Übersicht von der kompletten GTA-Map. Schau mal, da ist Mount Chiliad, da ist San Fierro. Und früher, wo das Spiel released wurde, hatten die keinen Nebelchat. Die haben einfach komplett Nebel weggelassen. Und man konnte die komplette Übersicht nutzen, um die komplette Map zu sehen. Das war früher so easy. Warte mal, wo ist Las Venturas? Müsste doch in der Ecke dann sein, ne? Hinter mir, direkt hinter mir. Nein, das ist Las Venturas. Ist das schon Las Venturas, was ich da sehe? Digga, das ist schon Las Venturas, ne? Warte. Ich gucke jetzt ein bisschen links von mir. Ja, das ist Las Venturas. So, jetzt einmal noch auf professionell Fallschirm springen. Öffne deinen Fallschirm. So, schaffen wir hier zu landen oder was? Bam. Sehr geil. Sehr geiler Absprung. Ich würde tourentechnisch eine glatte 10 von 10 geben, Chat. So, San Andreas. Ein geiles Game, wirklich.